Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie man sieht, sind wir heute auf einer Messe und der Franz hier hat mir versprochen, dass er mir heute die Welt der Arretierbolzen zeigt. Franz, erstmal hallo, danke für deine Zeit. Hallo Patrick, grüß dich, sind nett, dich wieder zum Sehen. Sehr cool. Was heißt denn die Welt der Arretierbolzen? Da bin ich schon ein bisschen neugierig. Also Patrick, wir haben für die Messe extra mal alle Arretierbolzen auf den Stand gebracht, um einfach zu zeigen, was da für eine Vielfalt herrscht und was es da alles gibt. Ich kann dir versprechen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Das heißt, wir können mal alle richtig durchschauen, die verschiedenen Versionen und alles mal. Genau, einfach mal den ganzen Berg, was es gibt. Sehr Das cool. geht hier schon los. Also, das sind ja die Standardteile. Da ist nichts Besonderes. Es sind verschiedene Farben an Köpfe, verschiedene Materialien, Edelstahl oder auch nur brüniert. Gibt es auch in verzinkter Ausführung, mit Raschkopf, ohne Raschkopf. Standard. Raschkopf heißt, der bleibt dann im eingefahrenen Genau. Zustand. Du ziehst ihn, kannst ihn Viertelumdrehung machen und dann bleibt er in der Position. Bei dem Standardkopf ohne Raschtung ziehst du ihn, lässt du los, geht er auch wieder. Federbelastet, kommt automatisch wieder raus. Natürlich ist das nicht genug. Wir brauchen ja da auch ein paar verschiedene Köpfe. Ich brauche eine Volledelstahl-Variante. Dann haben wir einen mit einem niedrigen Bauform. Manchmal ist es ja auch eine Störkontur, also braucht man eine niedrige Bauform. Oder ich will etwas hinhängen. Ein Seil, ein Haken. Dann brauche ich was mit Öse. Ja. Auch wieder in allen Größen bei uns erhältlich, mit sämtlichen Werkstoffen, in sämtlichen Farben. Okay, also eine große Zahl an verschiedenen Variationen. Also sehr cool. Kombinierbar in allen Richtungen. Cool. Und natürlich dann die Präzision oder mit Bedienteil oder auch zum Anschweißen. Ich sehe hier auch Versionen, die ich mit dicken Handschuhen bedienen kann und so weiter. Das heißt, für jeden Einsatzzweck was dabei. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Aber ich habe jetzt schon mal gehört, es gibt die Dinge auch mit Sensorik. Habt ihr die auch da? Jetzt wird's richtig witzig. Wenn wir uns jetzt mal hier so die ganze Reihe anschauen, das sind so die High-End-Lösungen der einfachen Applikationen. Da gibt's mit Sensor, mit Bluetooth, mit Kabel gebunden, pneumatisch, mit Bautenzug, alles, was man sich vorstellen kann. Aber am besten ist, ich führe dich durch. Zeig's mir, genau, super. Fangen wir an. Hier ist die Variante Bluetooth. Das bedeutet, ich habe hier einen Bluetooth-Sender verbaut, der mir sagt, über eine SPS-Steuerung oder beziehungsweise über ein Gateway zu einer SPS, geöffnet oder geschlossen. Das heißt, ich kann quasi sicherstellen, wenn ich hier ein Bauteil habe, dass es in Position, das ist an der Stelle eingerastet, wo es sein soll. Genau. Und dann meldet der kleine Kollege einfach an das Gateway, ich habe die Position. Hat mich verriegelt, genau, und gibt hier eine Freigabe über eine SPS. Zum Beispiel in einer Anwendung irgendwo, ich habe eine automatisierte Beladungsstelle bei einem Roboter, er muss das aber irgendwo positionieren und das punktgenau, dann mache ich das sowas mit so einem Arretierbolzen. Das ist im Grunde eine Automatisierungstechnik. Genau. Kann eine Maschine von alleine starten, wenn der einlegende Roboter meldet, alles richtig gemacht. So ist es. Und das ist dann wie eine Art Sicherheitsfunktion, weil der Roboter könnte ja die Platte verlieren beim Heben oder schief auflegen. Das ist dann so der Sicherheitspunkt, dass die Maschine nicht startet, bevor die Platte richtig liegt. Jetzt sehe ich daneben sind welche mit Kabel. Das heißt, Genau. wenn ich irgendwo keine Funkverbindung brauche, wenn ich nah genug dran bin, dass ich es mit einem Kabel machen kann. Genau, ich habe eine Option. das Thema zum Beispiel jetzt, ich will zwar etwas gesteuert haben und will etwas abgesichert haben, aber Bluetooth funktioniert nicht, weil ich ein Gehäuse drumherum habe. Zum Beispiel. Ah, okay, steuerungsanfällig oder sowas. Genau. Okay. Also nehme ich ein Kabel, da habe ich das ganze Bluetooth-Thema weg und kann mich rein mit dem Kabel hier an der Verbindung, habe ich hier auch einen Näherungssensor, der mir sagt, geöffnet, geschlossen. Auch wieder für eine Sicherheitsfunktion, wunderbar einsetzbar. Das nächste, was ich sehe, ist aber ein bisschen zu dick für ein Kabel, oder? Das ist jetzt was anderes. Hier geht es jetzt um den Pautenzug. Also wenn ich jetzt dasselbe Szenario wie hier habe, ich habe ein Gehäuse, eine Maschine, eine Anwendung, die da drin läuft. Ich kann nicht zugreifen auf die Maschine, weil sie sonst stehen würde. Das heißt also, der Arretierbolzen ist irgendwo im Inneren verbaut, da komme ich zum Lösen nicht hin, weil Gehäuse ist geschlossen. Und dann habe ich eine Betätigung, die ich von außen mache. Kann ich mit dem hier machen, genau. Also ich habe hier im Prinzip auch wieder einen Knopf, genauso wie bei den anderen Arretierbolzen auch. An dem Knopf hängt aber dieses Mal nicht der Bolzen, sondern der Bautenzug. Das Seilzug. Und der Bautenzug geht hier auf die zweite Komponente. Hier ist jetzt der Bolzen verbaut. Genauso wie bei einem Standard-Arretierbolzen ziehe ich diesen Bolzen dieses Mal über den Bautenzug. Und wie ich sehe, ist der Bautenzug auch in einer Außenhülle geführt. Das heißt, ich kann den auch durch eine Maschine durchlegen, in der zum Beispiel Flüssigkeit verarbeitet wird oder was an Medien rumläuft. Genau. Okay. Also der Bautenzug ist immer geschützt.
kann da drin natürlich auch geschmiert werden. Ist dadurch auch von der Wartung her einfach zu handhaben, wie beim Fahrrad letztendlich. Cool. Und den gibt es eben auch in allen möglichen Längen, kann man konfigurieren bei uns im Online-Shop. Cool. Du kannst die Teile einzeln rausnehmen, du kannst einen anderen Griff wählen, du kannst die Größe des Bolzens wählen und die Längen von den Bautenzügen. Und als wir den aufs Markt gebracht haben, kam schon auf der Messe die erste Anfrage, ja, gibt's das denn auch mit 2? Das kann ich mir vorstellen. Ja klar, wenn ich irgendwas habe, was ich an 2 Stellen will, ja, dann macht das natürlich Sinn. War das natürlich sofort die Idee für den nächsten, wo geboren ist. Im Prinzip ist hier ein Schlitten verbaut. Ja. Der Schlitten ist hier mit dem Bautenzug verbunden und auf der anderen Seite mit den beiden. Und jetzt ziehe ich im Prinzip einmal hier den Schlitten und öffne damit beide Arretierbolzen. Und zwar genau simultan, genau gleichzeitig. Das heißt, keiner wird zuerst irgendwie auslösen, weil egal wie die Bautenzüge von der Länge her sind, die gehen genau gleichzeitig auf. Zum Beispiel auch Anwendungen typisch für große Laderampen. Bei Campern zum Beispiel, die haben ja so große Schubladen unter den Fahrzeugen manchmal. Ja, die so richtig weit ausgehen. Die muss man ja irgendwie sichern. Ja. Jetzt kann ich den links und rechts mit dem Arretierbolzen, ich habe nur 2 Hände. Ja, genau. Funktioniert schlecht. Dann nehme ich doch den, mache einen Zug und kann mit der zweiten Hand die Lade rausziehen. Das ist eigentlich so dieser typische Anwendungsfall, der gleich am ersten Tag, als wir den vorgestellt haben. Aber natürlich sind die Möglichkeiten unendlich. Also es gibt alles Mögliche an Sachen, wo wir da schon Anfragen dazu haben. Ja, und dann kommen wir natürlich zu unserem absoluten Highlight. Unser neuestes Produkt, der pneumatische Arretierbolzen mit Endabfrage. Und zwar gibt es 3 Varianten. Das ist die Form A, Form B, Form C. Ja. Ich fange jetzt mal hinten rum an, weil ich gerade vor der Form C stehe. Ja. Die Form C bedeutet, ich habe 2 Wirkungskreise von der Druckluft. Das heißt, gebe ich Luft drauf, geht er auf oder zu. Das heißt aber, er ist drin geblieben. Das heißt, so wie bei den Arretierbolzen, die ich im eingefahrenen Zustand verriegeln kann, kann der offen bleiben. Ich habe hier keine Feder. Ich habe hier 2 Luftkammern. Das heißt, befülle ich die Luftkammer, geht er in die eine Richtung, befülle ich die andere Luftkammer, geht er in die andere Richtung. Okay, keine Federwirkung. Dadurch ist er auch fest. Und der Sensor sagt mir, ist er ausgefahren oder eingefahren. Ich habe eine Möglichkeit, die irgendwo in der Maschine tief zu verstecken. Und der Sensor sagt mir, ist er auch verrastet oder nicht. Das heißt, würde er hier an eine Kante stoßen, würde der nicht ausfahren und damit würde der Sender ein Licht auslösen. Und dann würde er nicht den Befehl weitergeben, okay, ich habe mein Loch erwischt und ich bin eingerastet und die Maschine kann laufen. Somit ist das absolutes Sicherheitsbauteil, funktioniert erstklassig. Sehr cool. Was ist der Unterschied zur Form B? Ich habe hier eine Feder und der Bolzen wird mit der Druckluft einfach belegt. Das heißt, ich drücke den Knopf, jetzt strömt Luft hier vorne rein, drückt die Feder zurück und verschwindet der Bolzen. Wenn du von der Luft weggehst, kommt der Bolzen wieder raus. Die Federkraft raus. Das heißt, er kann nicht drinnen arretiert bleiben, sondern wenn er geht wieder raus. Ja, genau, kommt er wieder raus. Cool. Und dann lass mich mal raten, die Form A ist bestimmt genau andersrum. Genau. Der ist im eingefahrenen Zustand und wenn ich den Knopf drücke, fährt er aus. So ist es. Und auch hier wieder Sensor, ist er ausgefahren oder ist er eingefahren? Also Form A und Form B unterscheiden sich wieder mit dem Sensor, ausgefahren oder eingefahren. Welche Steuerung brauche ich? Brauche ich ihn ausgefahren, brauche ich ihn eingefahren? Und hier habt ihr jetzt von der Form C, also von der ersten Form, gleich 3 Stück, die dann dafür sorgen, dass die Scheibe hier im richtigen Moment stehen bleibt. So ist es. Wir haben ja einfach simuliert, eine Scheibe dreht sich, soll eine Art Welle sein. Und die möchte ich jetzt in verschiedenen Positionen mit unseren pneumatischen Arretierbolzen fixieren. Und das hat man hier einfach versucht, bildlich ein bisschen darzustellen, damit man sieht, wie die Funktion ist. Das ist wahrscheinlich eher so in Richtung Teilapparat oder so gedacht. Ich kann mehrere Bauteile aufsetzen, kann mehrere Bearbeitungsoptionen nacheinander laufen lassen. Aber ich stelle es mir natürlich auch auf dem Abendessenstisch cool vor, wenn du eine Platte hast, wo die Sachen drauf sind. Genau, die Käseplatte, die sich dreht. Genau, und fährt dann immer in die richtige Position. Also die Welt der Arretierbolzen ist wirklich eine große Welt. Du hast nicht zu viel versprochen, Franz. Vielen Dank. Und wenn dich mehr interessiert zu diesem Thema, dann schau auf die Seite von KIP. Da gibt es einen Bereich mit Arretierbolzen. Da kriegst du alle Infos, die du brauchst. Und damit, danke Franz. Gerne, hat mich gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.